Kunst ist für mich etwas, was zu unserer kulturellen Identität dazugehört und was auch erhaltenswert ist, damit wir unsere Geschichte auch sichtbar und erlebbar machen. Bei Leinwandgemälden ist oft das Problem, dass sie natürlich altern und dass dann auch die Leinwand selbst spröde und brüchig wird und dann stabilisiert werden muss. Das ist unsere Aufgabe als RestauratorInnen. Und das Stabilisieren sieht so aus, dass auf die Rückseite ein Stütztextil geklebt wird. Das Kleben selbst ist eine Wissenschaft für sich und daran arbeite ich. Die Klebstoffgitter, die ich entwickelt habe und an denen ich jetzt auch forsche, die haben den großen Vorteil, dass sie wasseraktivierbar sind, also mit wenig Feuchtigkeit klebfähig werden, im Gegensatz zu dem wärmeaktivierbaren Klebstoff, der jetzt konventionell eingesetzt wird zur Hinterklebung von Gemälden. Und der andere Vorteil ist auch, dass es ein wesentlich alterungsstabileres Material ist. Mir macht besonders Spaß in der Restaurierung, dass ich mich in diese verschiedenen Bereiche vertiefen kann. Also zum einen die Untersuchung von Kunstwerken, wo es darum geht, wie ist es aufgebaut, wie ist es hergestellt, und zum anderen auch Lösungen zu finden für bestimmte Restaurierungsproblematiken, also ganz spezielle Schadensbilder, die so individuell sind, dass es am Ende für jedes Kunstwerk eine eigene, perfekt angepasste Lösung gibt. Und dann im Austausch mit dem Kollegium hier an der Hochschule ist es auch besonders inspirierend. Ich bin nach Sachsen gekommen, beziehungsweise nach Dresden für mein Studium, habe hier 5 Jahre verbracht und bin dann nach einigen Jahren Arbeiten in anderen Städten wieder zurückgekehrt nach Sachsen, weil mir hier auch die Arbeits- und vor allem die Forschungsbedingungen sehr gelegen sind. Ich habe hier eigene Räume, in denen ich forschen kann. Ich habe eine tolle Betreuung, ich habe die Expertise und ich habe ein Kollegium und eine DoktorandInnen-Community, mit der ich im Austausch bin. Und Dresden an und für sich ist natürlich toll, weil es hier alles zum Leben gibt, was ich brauche, und auch zum Erholen. Denn die sächsische Schweiz ist ja gar nicht weit weg. Was mich hier besonders an dieser Arbeit fasziniert, ist diese Bandbreite an Kunstwerken, die wir hier haben. Also Gemälde von 14., 13. Jahrhundert bis in die zeitgenössische Kunst hinein. Und das ist toll, mit diesen Originalen auch wirklich direkt arbeiten zu können und so nah da dran zu sein wie eigentlich keine andere Person. Das ist ein großes Privileg.